Der Sieg von Uri, Schwyz und den Waldstätten bei Morgarten über die Habsburger verhalf der Schweiz zu einem enormen Popularitätssprung. Immer mehr Regionen wollten der Eidgenossenschaft angehören. Es sollte noch 200 Jahre dauern, bis dieses Wachstum eingestellt wurde, ausgelöst durch die Niederlage in der Schlacht bei Marignano. Vorerst aber wollten immer mehr Regionen der Eidgenossenschaft beitreten. Mit dem Beitritt von Appenzell 1513 war die Bildung der Eidgenossenschaft abgeschlossen. Die sogenannten 13 alten Orte waren nun künftig tonangebend. Nicht mitgezählt waren zugewandte Orte und Untertanengebiete. Diese 13 alten Orte trafen sich basisdemokratisch in der sogenannten Tagsatzung, um tonangebend die Geschicke der Eidgenossenschaft zu bestimmen. Nachdem sich die Anfänge der Demokratie als Alternative zum Feudalismus durchzusetzen vermochte, begann auch schon das nächste große Lebensfeld des Mittelalters ins Wanken zu geraten: die Kirche und der Glaube. Während die einfache Bevölkerung kaum wusste, wie sie die Steuern bezahlen sollte oder wie sie etwas zu essen auf den Tisch bringen konnte und selbst oft an schweren Mangelerscheinungen und Krankheiten litt, feierte die Kirche ihre Liturgien und Gottesdienste in ausschweifendem Luxus, mit teurem Weihrauch, kostbarem Zierat und natürlich Gold. Das stand offensichtlich im Widerspruch zu der Lehre von Jesus, die uns sagt, wir sollen uns den Bedürftigen und Kranken und Schwachen annehmen und für sie da sein. Anders die Kirche. Sie verurteilte jede Form der Erneuerung und verunmöglichte somit eine Reformation zugunsten des Menschen. Die Angst vor der ewigen Hölle und den Schmerzen des Fegefeuers waren allgegenwärtig, und die Kirche wusste diese Angst gewinnbringend zu nutzen. Durch lebhafte und farbenfrohe Predigten wurde den Gläubigen eingeschärft, was geschehen würde, wenn man sich nicht an die Gebote hält: ewige Verdammnis in der Hölle. Doch es gab einen praktischen Ausweg, um diese Gebote beugen zu können. Denn gegen bare Münze konnte man sich einen sogenannten Ablassbrief kaufen. Diesen galt es für sich selber, für noch ungeborenes Leben oder aber für bereits Verstorbene erworben werden. Aus jener Zeit stammt auch das geflügelte Wort: sobald die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Dass dies nichts mit der bedingungslosen Vergebung und der Nächstenliebe, die uns Jesus predigt, zu tun hat, liegt auf der Hand. Es läuft also etwas gewaltig schief in der Kirche und es brodelt nur so vor Erneuerungswünschen.